Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt mal wieder ein paar Neuerungen bzw. Update-News in den Landen von SF Game. Und da gucken wir auch heute mal direkt rein. Oh Gott, ich sehe aber gerade hier, dass mein Intrank am Auslaufen ist, ja. Das geht gar nicht. Und zwar im Blogbereich auf der Webshop-Seite von Shakes and Fidget gibt es zwei neue Beiträge, die gucken wir uns heute gemeinsam an. Einmal Weltboss-Änderungen, die kommen werden. Jetzt Ende des Monats kommt ja der World Boss auf uns zu. Und dann haben wir noch einmal einen Changelog 29.0. Wir gehen zuerst mal in den Weltboss rein. Sehen wir hier auf jeden Fall im Winter-Theme gehalten. Update-Video gibt es dazu auch schon. Helden, wir haben nach dem letzten Weltboss-Event viel Feedback von euch erhalten. Vielen Dank für eure regelmäßige Teilnahme an unseren Umfragen. Wir haben euer Feedback genutzt, um Verbesserungspotenzial für das Event zu identifizieren. Zunächst einmal startet nächste Woche das nächste Weltboss-Event mit einem neuen Look. Änderungen an den Zeiten. Eines der Hauptprobleme vieler Spieler war der Zeitpunkt des Weltboss-Events. Wir ändern den Startzeitpunkt auf Donnerstag 18 Uhr. Und das Enddatum auf Sonntag 20 Uhr. Dadurch sollten mehr Spieler in den ersten Stunden des Events teilnehmen und es zu einem passenden Zeitpunkt beenden können. Also für F9 heißt das wahrscheinlich Mitte der Woche startet das Ganze, ja, also wahrscheinlich am Mittwoch dann. Das ist natürlich mitten in der Woche, wo das startet und hört dann am Samstag auf. HP-Änderung. Wir haben die Trefferpunkte der Bosse zwischen Level 5 und 25 angepasst. Jedes Körperteil hat nun 15 Millionen Trefferpunkte. Dadurch wird es für kleinere Server einfacher, einige der Bosse zu besiegen. Ab Level 30 verfügen die Weltbosse über mehr Trefferpunkte, was das gesamte Event verlangsamt und mehr Zeit zwischen den Weltbossen ermöglicht. Ihr müsst also nicht mehr so oft nachsehen, ob ein neuer Boss erschienen ist. Ja. Katapultänderungen. Das Aufrüsten deines Katapults kostet nun Katalysatoren, Ressourcen und Pilze. Der Ressourcenbedarf für Spieler niedriger Stufen wurde deutlich reduziert. Zum Aufrüsten genügt jetzt ein einziger Klick. Im Shop gibt es jetzt eine Schaltfläche zum Rerollen. Das ist huge. Ja, ansonsten musste man immer sein komplettes Katapult einreißen. Das ist jetzt nicht mehr vonnöten. Außerdem kannst du dein Katapult zerstören und ein neues aufbauen. Das geht trotzdem noch, wenn jetzt zum Beispiel der Weltboss sich ändern sollte. Du hast nun 4 Slots für Ausrüstung. Der 5. ist für deine Munition reserviert. Wir haben die Verbesserungen entfernt, die euren Schaden erhöhen, wenn der Boss über oder unter einem bestimmten Prozentsatz seiner Trefferpunkte lag. Ihr könnt jetzt nur noch Verbesserungen kaufen, die euren Schaden, euren kritischen Trefferchancen und euren kritischen Trefferschaden direkt erhöhen. Verbesserungen für bestimmte Turmteile sind weiterhin erhältlich. Ja. Aber das Ganze geht jetzt halt über die Munition. Dein Katapult hat jetzt einen zusätzlichen Munitionsplatz. Diese Munition kannst du mit Katalysatoren kaufen. Sie wird immer dann eingesetzt, wenn du einen Boss angreifst. Sie erhöht deinen Schaden direkt und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Stahlmunition verursacht zusätzlichen Schaden. Zähnemunition verursacht Schaden, wenn der Boss weniger als 30% Leben hat. Also das Ganze ist jetzt auf die Munition umgeswitcht worden und weg von den Katapultverbesserungen. Also jetzt hat sich diese 70-30-Taktik auf die Munition verlagert und ist damit getrennt davon. Was eigentlich nicht verkehrt ist. Verursacht zusätzlichen Schaden, wenn der Boss über 70 Leben hat, die Spike-Munition. Sie sind im Paket mit 20 oder 50 Schuss erhältlich. Pro Angriff auf den Weltboss wird ein Schuss verbraucht. Wenn ihr neue Munition eines anderen Typen kauft, wird die alte Munition ersetzt. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Die Belohnungen. Die Kampfbeute wird zu Beginn des Tages an euer Posteingang gesendet. Dadurch wird verhindert, dass Spieler mit dem Abholen der Beute warten und so ihren Rang verschleiern. Ist eine gute Zwischenlösung, hatte ich auch kritisiert gehabt, ja. Du kannst deine Kampfbeute jederzeit manuell abholen. Du musst nicht auf den Beginn eines neuen Tages warten. Unser Ziel ist es, mehr Spieler mit unseren Spezialtruhen zu belohnen. Folgende Truhen können sie nun häufiger erhalten. 5 Killklauer-Truhen statt eine werden den letzten 5 Helden verliehen, die den Todesstoß verursacht haben. 3 Schadensmeister-Truhen statt eine werden den Held verliehen, der den höchsten Schaden an einem Körperteil verursacht hat. 3 Einzeltreffer-Truhen statt eine Auszeichnung für den Helden, der mit einem einzigen Treffer den höchsten Schaden verursacht hat. Und die Teilnehmertruhe wurde entfernt und durch die Schwachpunkt-Truhe ersetzt. Zuvor musste man alle 3 Teile des Weltbosses angreifen, was den Kampf ziemlich stressig machte. Ja.
Das war ziemlich zeitintensiv, weil man immer alle 3 Etagen durchswitchen musste und überall einmal angreifen musste. Ein Teil des Weltbosses wird nun markiert, um eine Schwachpunktruhe zu erhalten. Müsst ihr diese Stelle mindestens einmal angreifen, bevor der Boss stirbt. Danach könnt ihr entscheiden, wo ihr angreift. Der Schwachpunkt dient nur dazu, die Truhe zu erhalten. Er verursacht keinen zusätzlichen Schaden. Also das bedeutet, dass ihr nicht mehr bis zu 3 Truhen pro Boss erhaltet, sondern nur noch eine. Okay, also wir kriegen anstatt 3 Teilnehmertruhen jetzt pro Boss eine Schwachpunkttruhe. Ist natürlich jetzt die Frage, diese eine Schwachpunkttruhe, hat diese den Impact von 3 Teilnehmertruhen oder ist die Schwachpunkttruhe von den Rewards her so einzuranken wie quasi eine Teilnehmertruhe? Denn dann würden uns ja im Prinzip 2 Truhen pro Boss weggenommen worden sein. Weil wir an den anderen beiden Turmebenen keine Teilnehmertruhen mehr erwirtschaften können. Das bleibt jetzt halt abzuwarten, ne? Das steht hier jetzt noch nicht drin. Wir haben auch einige Änderungen an den allgemeinen Belohnungen vorgenommen. Teilt uns gerne euer Feedback zu Belohnungen und mehr mit. Ranglisten. Die Belohnungen des Events basieren auf den Ranglisten wurden angepasst. Der Bronzerahmen wird nun an die Top 5 Brackets vergeben, also an die ersten 5 Plätze hier. Nicht mehr nur noch an den Drittplatzierten. Auch einige andere Belohnungen wurden geändert. Der VIP-Pass hat den Wert des Freibiers in den internationalen Ranglistenbelohnungen deutlich reduziert. Daher werden wir das Freibier entfernen und es durch Glücksmünzen ersetzen, also Lucky Coins. Ja, das Ganze hier nochmal dazu, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ne? Dann Sales. Aufgrund der Änderung am World Boss haben wir während des Events auch wesentliche Anpassungen auf den Verkauf, auf der Verkaufsstruktur und den Schwarzmarkt vorgenommen. Weltboss-Pakete erhalten keine Pilze mehr. Du kannst jetzt Pakete mit Katalysatoren kaufen. Diese können gegen den Weltboss eingesetzt werden oder ihr könnt damit spezielle Pakete im Schwarzmarkt kaufen. Diese Pakete erhalten Glücksmünzen, Sanduhren, Pilze und viele andere Materialien. Bitte beachten Sie, dass dies nur während des Belohnungszeitraums des Events möglich ist. Also man kann hier quasi dann seine Katalysatoren auch gegen andere Währungen tauschen, so wie es aussieht. Wenn ihr die Pakete vor Beginn des Weltboss-Pakets Weltboss-Events kauft, werden euch die Katalysatoren noch nach Beginn des Events per E-Mail zugesandt. Ja, das auf jeden Fall so an Änderungen zum Weltboss erstmal soweit. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Dann gehen wir jetzt noch rein in den Changelog. Mal gucken, was wir hier noch drin haben. Also, hier wurde das Ganze eigentlich nochmal so zusammengefasst, so wie es aussieht. Ich habe hier selbst auch noch nicht reingeschaut. Wir haben hier die Highlights vom World Boss, die Startzeit, die Vollstreckertruhen, Schadensmeister, Biggest Hit, Battle Loot wird zugesandt, HP-Anpassungen, neuer Weak Spot-System, neues Munitionssystem, Katapult Upgrade Reroll. Und dann wurden noch ein paar allgemeine Änderungen hier angepasst. Die Tat Elektrolyte wurde aus dem Spiel entfernt. Erhaltene Ruhmespunkte wurden abgezogen. Da kam es wohl zu Fehlern, wodurch manche schon die Tat schon bekommen haben, obwohl es gar nicht möglich ist. Ein Fehler wurde behoben durch den beim Nutzen der Metallverzauberung nicht die richtige Menge Metall am Ende einer Expedition und der Truhen erhalten wurde. Ein Fehler wurde behoben, durch welche der Fortschritt der wöchentlichen Aufgaben reduziert wurde, wenn man bestimmte Ressourcen beim World Boss ausgegeben hat. Ja, die oben genannten Änderungen und Neuerungen sind ausschließlich in dem Update 29.0 enthalten. Spieler auf F9. Okay, diese Probleme werden ohne Nebenwirkungen behoben. Sobald die Spieler. Okay. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, das sind auf jeden Fall soweit die News, die wir jetzt haben. Die Neuerungen zum World Boss und ein paar kleine Changelogs. Aber nichts Weltbewegendes hier in Update 29.0. Soweit. Ich bin gespannt auf das Weihnachtstheme vom World Boss, ob sich da irgendwas designtechnisch jetzt auch gerade ändert. So, wir haben ja jetzt gesehen, was Balancing-technisch da jetzt passiert ist. Und ich bin gespannt, wie sich das auf den World Boss auswirkt. Ich finde es gut, dass man das Katapult rerollen kann, dass man da jetzt nicht mehr
das komplett einreißen muss und Pech gehabt hat einfach, wenn die richtigen Teile nicht gekommen sind. Das ist sehr gut. Die 7030 Munition ist getrennt von dem Katapult. Das heißt, die einzelnen Teile muss man da auch nicht mehr finden, sondern ist jetzt auf die Munition in einen Einzelslot sozusagen drauf zurückzuführen. Und ja, das sind eigentlich okay Änderungen. Muss man gucken, wie gesagt, wie sich das auswirkt. Ich bin gespannt, wie die Rewards sich dann in Zukunft verhalten werden. Aber dass die Teilnehmertruhen so weit entfernt worden sind, finde ich eigentlich auch okay, weil es war schon sehr stressig zum Anfang, gerade beim World Boss. Muss man jetzt nur gucken, wie sich die Rewards von dieser Schwachpunkttruhe auswirken und wie das in Bezug zu den Teilnehmertruhen sich beläuft. Ne? Ob die Schwachpunkttruhe so viel wert ist wie quasi 3 Teilnehmertruhen. Das müssen wir dann sehen. Alles klar, ansonsten war es das soweit zu den Update-News. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.